den Ring dann so günstig verkauft, das kann ich dir auch nicht sagen. Wahrscheinlich, weil er dringend Geld braucht. Aber von sowas, oh, ich brauche dringend Geld, deswegen verscherbe ich meine Items für einen halben Preis so ungefähr, das mache ich echt nicht mehr. Also das habe ich ja noch nie wirklich gemacht. Seltenst. Aber ich würde es echt nicht empfehlen bei so teuren Items. Das wirst du früher oder später safe bereuen. Es sei denn, du hast den Schnapper deines Lebens auf dem Tisch. Lusakas Crystal, irgendwas, Jojo, Arsch. Ulti plus 10 für 5 Milliarden oder sowas. Also, so wirklich so... Ich kann mein Equipment wegschmeißen und es würde sich lohnen, so ungefähr. Wenn du so einen Giga, Ultra, Super, Mega Schnapper auf dem Tisch hast, okay. Aber in den meisten Fällen wird das wahrscheinlich nicht so sein. In den meisten Fällen wird es nicht so sein, dass du so einen krassen Schnapper auf dem Tisch hast, dass sich das lohnt, auf so viel Geld zu verzichten. Aber ja, so ein Problem kann man natürlich nur haben, wenn man auch teure Items besitzt, weil bei so günstigen Kack-Items, so Clockworks, Drops, Meteo-Drops, selbst Bloody-Drops, ich meine, da macht es echt keinen Unterschied, ob du dir jetzt für 130 oder 140 verkaufst, deine Bloody Axe oder so, clean. Das ist dann ja wirklich schon egal. Das fällt ja kaum ins Gewicht. Aber ich würde sagen, ab dreistelligen Beträgen ist es dann schon wasted, wenn man es einfach wegschmeißt, das Geld. Aber es kommt halt immer, aber da kommt wieder diese Perspektive ins Spiel. Wenn du jetzt sagst, du verkaufst dein Item wie ein Adept-Ring für 1,6, obwohl er wahrscheinlich, was müsste der Wert sein eigentlich? Minimum 1,7, 1,8, sowas in dem Dreh. Selbst wenn du die günstigeren Dust- und Fragmentpreise ansetzt, müsstest du so auf 1,7 kommen. Und wenn du die teureren ansetzt, dann wahrscheinlich eher so auf 1,9 oder so. Und du verkaufst es dann für 1,5, sagen wir mal sogar. Das kommt halt immer auf die Perspektive an, weil wenn jetzt jemand sagt, entweder er hat einen Schnapper auf dem Tisch und er braucht jetzt einfach diese 1,5 Milliarden genau, dann kann er sich Item XY dafür kaufen und das ist dann wiederum um so viel Prozent günstiger, dass er insgesamt sogar noch Plus macht. Oder er hat schon so viel Geld, es ist ihm scheißegal, er will es einfach nur schnell verkauft bekommen, weil das eigentlich auch wieder keinen Sinn ergibt, weil Leute, die so viel Geld haben, die brauchen ja das Geld dann eigentlich auch nicht. Das heißt, er hat auch eigentlich keinen Zugzwang. Aber ja, es ist halt die Perspektive. Jeder ist gerade in einer anderen Situation, hat gerade ein anderes Ziel vor Augen. Der eine sagt halt, ja, warum soll ich jetzt auf 100 Mio verzichten? Warum soll ich das Item jetzt für 100 Mio günstiger verkaufen? Und der andere sagt, ja, warum soll ich jetzt auf 100 Mio, warum soll ich jetzt auf 100 Mio so rumreiten? Es sind nur 100 Mio. Und wenn ich das jetzt schnell verkauft bekomme, kann ich XY kaufen und dann hat sich's ja gelohnt. Auch, dass ich auf 100 Mio verzichtet habe, so ungefähr. Ist halt immer eine Frage der Perspektive eigentlich. Wie bei allem. Das ist wie das Gleiche, wenn du teure Items kaufst. Am Anfang zahlst du für eine Butcher's Carnage über 100.000 F-Coin. Jetzt kostet sie gerade mal noch, ich habe keine Ahnung, 40.000 oder so. Ist immer eine Frage der Perspektive. Aber ich sag halt so, wenn du so Free-to-Play-mäßig unterwegs bist wie ich und du hast eh schon so wenig Einkommen. Also im Endeffekt, du bist so heftig davon abhängig. Wenn du was droppt, hast du Geld und wenn nichts droppt, dann hast du nichts. Dann bist du nichts und du hast auch nichts. Du kannst nicht auf F-Coins zurückgreifen, um deine nächste Runde Power-Ups zu finanzieren. Du kannst nicht auf F-Coins zurückgreifen, um dir Penya zu holen. Du bist zu 100% davon abhängig, was du an jedem Tag tatsächlich droppst. Und wenn du in so einer Situation bist wie ich quasi, du bist 100% abhängig davon, was du droppst. Wenn du nichts droppst, hast du auch kein Geld. Dann würde ich es mir jetzt schon zweimal überlegen, bevor ich ein Item raustrashe. Selbst wenn ich sage, jetzt schnell Geld holen und was Besseres kaufen. Oder was kaufen, was ich dringend brauche. Selbst in solchen Situationen würde ich es mir immer noch mal zweimal überlegen. Immer noch mal überlegen. Weil du weißt ja nicht, wann der nächste gute Drop kommt. Wie jetzt diese Woche ist das perfekte Beispiel. Die Woche hat richtig gut angefangen. Und das Ende war jetzt eigentlich richtig scheiße. Also die letzten 3 Tage war eigentlich gar nichts mehr. Ein Brilliant Amethyst, okay, aber geteilt durch 8.
bleiben halt noch 70 Mio übrig. Und sonst 1, 2 Set-Teile, 1, 2 Pets. Also wirklich wenige Millionen bis 10 Millionen, 70 Millionen war jetzt das höchste der letzten Tage. Es ist schon, da kommt halt nichts bei rum. Da, wie gesagt, meine Power-Ups sind wesentlich teurer als das, was da rumkommt. An Drops. Und da würde ich halt dann echt gucken, dass wenn ich mal ein Item habe, wie ein Adept-Schmuckteil oder ein Itemate-Schmuckteil, das halt endlich mal richtig viel Geld einbringt. Endlich das ganze Grinden macht, sich endlich in Form von Penya bezahlt. Dann will ich es halt nicht für 10% oder 20% weniger verkaufen. Wenn überhaupt, will ich es dann eher für 10% mehr verkaufen. Also, das muss auch nicht unbedingt sein. Normalpreis passt schon. Aber auf jeden Fall will ich es nicht raustrashen. Weil ich habe ja keine Ahnung, wann ich wieder mal so ein Item habe. Im schlimmsten Fall dauert es 36 Runs. 36 mal Wilds. Und 36 mal Wilds sind wiederum über eine Woche. Also wenn du 5 mal Wilds am Tag machst, brauchst du über eine Woche. Und 5 mal am Tag ist schon extrem viel. Also ich mache oft auch nur 3. Ich mache so 3 bis 5, je nachdem. Manchmal 3, manchmal 5. Kommt drauf an. Aber das ist unfassbar viel. Sowas will man nicht zu günstig verkaufen. Einmal vielleicht, aber nicht immer. Auch nicht in der jetzigen Wirtschaft, wo die Preise sich hier täglich so krass verändern. Dann packst du es halt einfach 10% teurer in den Shop. Und wenn die Preise wirklich weiter steigen, dann wird es sowieso gekauft werden. War ja bei mir jetzt auch so. Die Preise sind im Endeffekt nochmal ein bisschen gestiegen. Von knapp 400 auf wirklich 400 und zack wird es trotzdem gekauft. Obwohl es eigentlich, also ich habe es in den Shop getan, wo es eigentlich zu teuer war. Dann bin ich 24 Stunden offline oder 20 Stunden oder whatever. Und es ist weg. Einfach nur, weil währenddessen die Preise gestiegen sind und dann habe ich das Geld bekommen.